Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde heute mit der MS Adler Express, die ihr im Hintergrund seht, die Insel Amrum besuchen und wünsche euch wie immer viel Spaß bei. Die heutige Fahrt führt uns quer durchs schleswig-holsteinische Wattenmeer entlang der Insel- und Halligwelt bis zur Insel Amrum. Jetzt geht die wilde Fahrt los. Hier noch ein paar Informationen zum Schiff. Die MX Adler Express ist eines der schnellsten Schiffe im Wattenmeer. Sie bringt es auf 24 Knoten, also ca. 45 Stundenkilometer. Sie wird nicht mit Propellern, sondern mit einem Wasserstrahlantrieb mit zwei Wasserstrahl-Hochdruckdüsen angetrieben. Am Horizont seht ihr bereits die Hallig Südfall. Sie hat eine Größe von ca. 0,65 Quadratkilometern. Die Hallig steht seit 1959 unter Naturschutz und gehört zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Auf der einzigen Warft der Hallig befindet sich ein Wohnhaus mit Nebengebäude, in denen eine Vogelschutzstation untergebracht ist. Die Insel Pellworm ist der nächste Wegpunkt der Fahrt. Sie ist die drittgrößte nordfriesische Insel. Ihre Ausdehnung beträgt 7 Kilometer in West-Ost und 6 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Als Wahrzeichen der Insel gilt die Turmruine der alten Kirche. Der geziegelte Turm stürzte 1611 zu einem großen Teil in sich zusammen, da der weiche Wattboden sein Gewicht nicht gewachsen war. Der erhaltene Rumpf ragt 26 Meter empor. Jetzt fahren wir an der Hallig Nordstrandisch Moor vorbei. Die Hallig ist in der Region auch unter dem Namen Lüttmoor bekannt. Sie bemisst eine Fläche von 1,9 Quadratkilometer. Auf der Hallig gibt es 4 Warften und eine davon ist die kleinste Schule Deutschlands. Ungefähr 23 Menschen leben auf dieser Hallig, die mit einem Lorendamm mit dem Festland am Weltring Haderkow verbunden ist. Nordstrandisch Moor ist entstehungsgeschichtlich die jüngste der Halligen. Sie bildete bis zur Sturmflut von 1634 zusammen mit Pellworm und Nordstrand die untergegangene Insel Strand. Die Hamburger Hallig, die ihr jetzt seht, ist eine nicht eingedeichte Halbinsel. Heute umfasst sie zusammen mit dem Deichvorland des Sökenissenbroks und den Salzwiesen rund 1000 Hektar. Hier kommt auch schon die Hallig Habel ins Bild. Sie ist mit ca. 7 Hektar die kleinste Hallig im nordfriesischen Wattenmeer. Ihre Länge beträgt rund 655 Meter und ihre maximale Breite etwas über 100 Meter. Radwanderungen nach Habel sind verboten. Die Hallig Röde, welche jetzt zu sehen ist, trägt den Titel der kleinsten selbstständigen Gemeinde Deutschlands. Die Hallig wird im Jahresverlauf durchschnittlich 20 bis 30 Mal bei Land unter mit Wasser überflutet. Jetzt kommt die Hallig Langenes. Mit seinen 18 Warften ist sie die größte nordfriesische Hallig. Sie ist mit einer Lorenbahn über die Hallig Oland durch das Wattenmeer mit dem Festland verbunden. Die Hallig-Leute haben die Möglichkeit, mit ihren privaten Loren den Damm zu nutzen. Die letzte Hallig, bevor wir Amrum erreichen, ist Hoge. Sie ist die zweitgrößte der 10 Halligen im nordfriesischen Wattenmeer. Hoge ist, anders als die anderen Halligen, von einem rund 1,20 Meter hohen Steindeich umgeben, sodass sie für Überflutungen durch leichtere Sturmfluten geschützt ist. Dennoch ist die Hallig durchschnittlich 2 bis 6 Mal jährlich von Land unter betroffen. Am Horizont kann man jetzt schon die Sandbank von Amrum erkennen. Und die Hafeneinfahrt von Wittön weist auf eine baldige Ankunft hin. So Leute, wir sind mittlerweile auf Amrum angekommen. Ich hoffe, die Fahrt bis hierhin hat euch gefallen. Wir werden jetzt mal die Insel erkunden und da freue ich mich, dass ihr mich begleiten werdet. So Leute, nach einer kurzen Busfahrt sind wir jetzt hier in Norddorf angekommen und sind zum Dünenweg gegangen, den wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen werden. Ab hier lasse ich euch mal mit der atemberaubenden Dünenlandschaft allein.
haben wir die sogenannte Himmelsleiter erreicht. Sie ist der Übergang zum Strand und es geht ziemlich steil nach unten. Jetzt, wo wir die Himmelsleiter hinuntergegangen sind, stehen wir mitten auf dem Kniepsand. Der Kniepsand ist eine extrem lange, wandernde Sandbank in der Nordsee, hat eine Fläche von rund 10 Quadratkilometern, ist ca. 15 Kilometer lang und bis zu 1,5 Kilometer breit. Diese Eindrücke möchte ich euch jetzt auch wieder mit etwas Musik genießen lassen. Wir haben nun den Strand verlassen und machen uns auf den Weg nach Nebel, um den Ortskern und die alte Mühle zu bewundern. Nachdem wir Nebel wieder verlassen haben, machen wir uns auf Richtung Leuchtturm und zurück zu den Dünen, wo wir den Dünenweg ablaufen werden. Was im Nachhinein nicht unbedingt ein Spaß war, barfuß die Dünen auf und ab zu steigen. Am Ende des Tages werden wir 17 Kilometer auf Amrum zurückgelegt haben. So Leute, der Tag auf Amrum neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich zu begleiten. Ich habe euch auf der linken Seite noch ein paar weitere interessante Videos von mir verlinkt, sowie meine Nordsee-Playlist. Falls euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Kommentar von euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.